Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal. Vor kurzem hatten wir das neue größte Set von Kobi angeteasert. Hintergrund war dieser Post von Kobi, in dem das neue größte Set von Kobi im nächsten Livestream angekündigt werden sollte. Das Set wurde dann leider doch nicht gezeigt. Stattdessen hieß es nur, schaut es euch beim Kobi-Geburtstag auf der Modlin-Festung in Polen einmal selbst an. Das ist natürlich nicht mal ebenso gemacht, also hieß es für uns erstmal abwarten. Mittlerweile wurde nun das erste Bild veröffentlicht. Hier sehen wir Viktor von Kobi und auf Händen trägt er hier das neue Set. Als erstes muss ich einmal kurz erwähnen, dass es bisher nur dieses eine veröffentlichte Foto gibt, daher ist das Ganze jetzt optisch vielleicht nicht so abwechslungsreich im Video. Die Optik der Form kommt den meisten sicherlich bekannt vor, es ist der Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausführung E Bretagne in Tarnfarben. Das Set wird im Maßstab 1:12 gebaut werden. Die Grundform ist natürlich bekannt vom Tiger 1 131 mit der Setnummer 2801. In dieser Version ist ein Maschinengewehr am Turm befestigt, das Set hat neue Räder erhalten und wie eben erwähnt ein Tarnmuster. Es soll genauso wie das Set 2801 aus 8000 Teilen gebaut werden. Wenn dieses wirklich so bleiben sollte, wäre es natürlich nicht das größte neue Set, sondern einfach nur genauso groß. Persönlich würde ich aber vermuten, dass es zumindest ein paar mehr Teile hat, da es dann auch wieder werbewirksamer ist, wenn man es als das neue größte Set vermarkten würde bei Kobi. Das Maschinengewehr am Turm und das Bauen der Tarnung verschlingt ja meist auch ein paar Steine mehr. Es ist natürlich ein Prototyp, die finalen Details müssen wir dann noch abwarten. Das Set ist dem entsprechenden Original nachempfunden, welches im französischen Panzermuseum Musée des Blindés in Saumur seit 1968 steht. Seit dem vergangenen Jahr wird der Panzer restauriert und soll mit Originalmotor fahrtüchtig gemacht werden. Das Set dazu wird also in Kooperation mit dem französischen Panzermuseum entstehen und ich kann mir vorstellen, dass es dort wieder für die ersten 2 Wochen exklusiv vor Ort angeboten wird, so wie es auch mit dem vorherigen Panzermodell im Maßstab 1:12 gemacht wurde, damals natürlich im Panzermuseum in Bovington. Der Motor wird auch hier wieder baubar und entnehmbar sein und natürlich wird es auch wieder ein Innenleben geben, beziehungsweise auch ein Innenleben im bzw. eher unter dem Turm. Erscheinen soll das Set im September 2024. Weitere Details zum Set bleiben abzuwarten. Wir werden euch natürlich hier auf dem Steine-Kanal auf dem Laufenden halten. Hinterlasst also ein Abo, falls noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke. Was haltet ihr von dem neuen Tiger-Modell in 1:12? Sicherlich wäre ein komplett anderer Panzer spektakulärer gewesen, aber auch diese Version wird sicherlich seine Liebhaber finden. Auch bin ich mir sicher, dass wir noch einen komplett unterschiedlichen Panzer in 1:12 von Kobi noch in der Zukunft sehen werden. Was sagt ihr zum Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausführung E Bretagne oder welches Modell würdet ihr euch wünschen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier noch ein Hinweis, in Kürze folgt eine neue Kobi News, in der wir euch die ersten neuen Sets aus dem kommenden Katalog für das 3. Quartal 2024 vorstellen werden. Hierzu gibt es von Kobi die folgenden Teaserbilder. Auf diesem Bild gibt es lediglich ein paar Ausschnitte eines Panzers zu sehen, aber das sieht aus wie ein T34-76 in Wintertarnung. Oder was meint ihr? Dazu hat Kobi noch dieses Bild gezeigt. Bekannt ist schon mal, dass es sich hier um ein Lockheed Martin Modell handelt. Darauf zu sehen ist ein schwarzer Vogel. Ob es hier wohl direkt übersetzt der Blackbird werden wird? Was sind eure Ideen hierzu? Auf jeden Fall hatte Kobi bemerkt, dass es wohl sehr, sehr schnell sein soll. Ein kurzer Hinweis noch, in unserem Online-Shop sind die neuesten Kobi-Sets eingetroffen. Ebenfalls findet ihr dort die zukünftigen Neuheiten zum Vorbestellen. Schaut dazu gerne mal auf trendgames.de vorbei. Zum Schluss findet ihr hier links und rechts noch eine Videoempfehlung für euch. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.